Hi Leute und willkommen bei Rollerfix. Wir schauen uns heute dieses Teil hier an. Das ist eine Vakuumbefüll- und Entlüftungshilfe für das Bremssystem bzw. für die Bremsflüssigkeit. Es gibt sehr gespaltene Meinungen, was die Bewertungen angeht. Einige schreiben, das ist Müll, einige schreiben, das ist zu teuer, andere schwören darauf und sagen, das funktioniert sehr gut. Das sieht so aus. Da gibt es auch eine Bedienungsanleitung mit, wie man das verwendet. Hier, und sieht so aus, einfach eine einfache Konstruktion, so eine Vakuumpumpe. Um zu verstehen, warum man das verwendet und wie, müssen wir uns erstmal das Bremssystem anschauen, beziehungsweise wie das aufgebaut ist. Und zwar haben wir hier den Ausgleichsbehälter mit der Bremsflüssigkeit. Das heißt, hier drin ist Bremsflüssigkeit drin, da, und die Bremsflüssigkeit läuft über den Schlauch hier bis nach unten hin in den Bremssattel, und da sammelt sich hin und wieder mal Luft im Bremsschlauch. Wenn man hier das Entlüftungsventil öffnet, um halt die Luft rauszulassen, kann die Bremsflüssigkeit rausfließen und die Luft mit raus. Problem ist aber, die Luft kann sowohl in die als auch in die Richtung, so dass man, wenn man es falsch macht, noch mehr Luft in das Bremssystem reinpumpen kann. Und dafür nämlich diese Pumpe, da macht man Vakuum rein, beziehungsweise drückt sie so zusammen und zieht sie mit dem Schlauch hier auf das Entlüftungssystem drauf. Und wenn man sie loslässt, zieht sie per Vakuum die Bremsflüssigkeit nur in eine Richtung raus, das heißt nach außen, so dass die Luft da nicht reinkommen kann. So zumindest die Theorie, und die Praxis schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich habe es noch nicht ausprobiert und nehme euch deswegen mit. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde das Teil zusammenbauen. Ist ja jetzt nicht viel, nur Schlauch draufziehen. Das hier anschließen, und ich lasse euch hier zugucken. Natürlich muss ich oben den Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen und da Bremsflüssigkeit nachfüllen, damit da nicht mehr Luft reingezogen wird. Aber das werde ich euch nicht zeigen. Da gibt es separate Videos zu, wie man Bremsflüssigkeit wechselt. Ich will euch eben nur die Funktion von dem Teil hier zeigen, wie es aussieht. Naja, der Zusammenbau ist wie gesagt sehr einfach. Man zieht hier einfach den Schlauch drauf. Hier gibt es so einen kleinen Anschlag. Bis zum Anschlag mache ich das. So, den Bremsflüssigkeitsbehälter, Ausgleichsbehälter habe ich oben geöffnet und abgedeckt, die Bauteile drumherum. Wir tragen natürlich immer Handschuhe bei der Arbeit mit der Bremsflüssigkeit. Die Ablassschraube habe ich hier schon ein bisschen vorgelöst, damit man sie halt nicht mit so einem Maulschlüssel die Schraube beschädigt. Der Schlauch hier sitzt gut drauf. Jetzt drücke ich das System zusammen, ziehe den Schlauch hier drüber und schaue, ob er so Luft zieht. Aber wenn es sich entfaltet, dann nur sehr langsam, aber ich glaube nicht. Das ist schon mal gut. Und dann öffne ich jetzt die Schraube, die Ablassschraube. Erstmal nur ganz leicht. Die Pumpe hat sich jetzt aufgeblasen. Da ist kein Vakuum mehr drin, aber es ist keine Bremsflüssigkeit nachgekommen. Es kann sein, dass irgendwas mit meiner Ablassschraube nicht stimmt. Weil eigentlich muss hier, da kommt jetzt Bremsflüssigkeit nach. Ich versuche es nochmal. Vielleicht war es nur verdreckt. Ich habe sie jetzt ein bisschen weiter aufgedreht und es ist Bremsflüssigkeit nachgekommen. Da, jetzt kommt was nach. Aber es zieht hauptsächlich Luft
glaube, sie zieht Luft hier von den Seiten der Schraube. Hier Nebenluft an den Seiten der Schraube rein. Neuer Versuch. Also, bisher ist kaum was an Bremsflüssigkeit in dem Behälter drin. Er zieht hauptsächlich Luft, aber es kann sein, dass es an meiner Schraube liegt. Dann versuche ich das mal mit dem zweiten Trick, nämlich den Bremshebel betätigen, während man entlüftet. Das heißt, während die Schraube auf ist. Und wir schauen uns an, ob das hilft. Ich drücke jetzt den Bremshebel. Das System steht jetzt unter Druck und löse die Schraube und mache sie sofort wieder zu. Und erst jetzt lasse ich den Bremshebel los. Und das mache ich jetzt ein paar Mal. So ist gewährleistet, dass das Bremssystem immer, wenn die Schraube aufgeht, unter Druck ist und die Luft nicht wieder reinfließen kann. Das war eines der Kommentare. Ich weiß jetzt nicht, ob das an meiner Schraube liegt, weil so funktioniert das ja. Aber eines der Kommentare war nämlich, die negativen Kommentare, dass das Ding nicht funktioniert und nur Luft an den Seiten der Schraube zieht. Jetzt versuche ich das natürlich an der Vorderbremse und danach an der Hinterradbremse, weil bisher mache ich genau dieselben Erfahrungen. Das scheint so nicht zu funktionieren, wie ich dachte, wie es funktionieren soll. Okay, also bisher habe ich mehr erwartet, als das Teil geliefert hat. Es ist gut so als Auffangbehälter, aber so richtig Vakuum erzeugt es, ja, also es zieht die Bremsflüssigkeit nicht raus mit dem Vakuum. Es zieht bisher nur Nebenluft um die Schraube herum. Aber wir versuchen das gleiche jetzt nochmal mit der Hinterradbremse. Hier sieht die Schraube nämlich noch gut aus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Auch wieder zuerst ohne Betätigen des Bremshebels. Ich drücke das Teil jetzt zusammen. Der Schlauch kommt drauf. So. Und jetzt mache ich die Schraube auf. Nee, also es kommt nur Nebenluft aus der Schraube raus. Soweit ich das jetzt beurteilen kann, funktioniert das nur als wirklich, wie es steht, als Entlüftungshilfe. Als Vakuumpumpe funktioniert das nicht. Es entzieht nicht die Bremsflüssigkeit, zumindest jetzt bei meinem Roller nicht. Dann mache ich das nochmal mit dem Bremshebel. So, jetzt springt es mir auch noch ab. Ne, der Schlauch ist schon so undicht, dass selbst wenn die Schraube zu ist, zieht es immer noch Luft. Einfach weil der Schlauch so lose jetzt drauf sitzt. Also, wie ihr seht, die Bremsflüssigkeit lässt sich wechseln durch das Betätigen des Hebels. Aber wer meinen Kanal verfolgt oder beziehungsweise wer selbst so mit dem Betätigen des Hebels die Bremsflüssigkeit wechselt, weiß, dass man so ein Teil dafür nicht braucht. Es reicht einfach ein Schlauch, was auf der Ablassschraube oder der Entlüftungsschraube sitzt. Darunter ein Auffangbehälter und dann lässt sich das genauso machen. So ein 15 € für diese Entlüftungshilfe. Einfach die Funktion eines Auffangbehälters übernimmt. Wucher. Und dazu kommt noch der Schlauch, der direkt nach dem ersten Wechsel schon nicht mehr auf der Schraube hält, weil er so weich und ausgenudelt ist. Das ist weggeschmissenes Geld. Okay, kommen wir jetzt zu meinem Urteil. Also, wer so ein Teil irgendwo bei Temu oder wo auch immer, bei Action, keine Werbung, für 2-3 € findet,
greift zu. 15 Euro bei Louis habe ich bezahlt. Macht das nicht, weggeschmissenes Geld, das ist das Geld nicht wert. Es ist eine kleine Hilfe, aber keine 15 Euro teure Hilfe. Das ist es nicht wert. Wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, war ja auch mein erstes Mal jetzt beim Ausprobieren und jemand damit gute Erfahrungen macht und regelmäßig die Bremsflüssigkeiten entlüftet oder wechselt, schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, wenn das der Fall ist. Ansonsten 15 Euro nach meinem jetzigen Verständnis ist es nicht wert. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich konnte euch hoffentlich weiterhelfen bei der Entscheidung kaufen oder nicht. In diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.